Brüssel, die Hauptstadt Europas. Hier in einer ehemaligen Textilfabrik ist der Rückzugsort von David van Rijbroek. Zum Sortieren, zum Schreiben. Sein Buch über die Kolonialgeschichte Kongos, ein moderner Klassiker, in viele Sprachen übersetzt. Eigentlich ist van Rijbroek studierter Archäologe. Doch Antworten auf die großen Fragen unserer Zeit bringt er durch die Geschichten von einfachen Menschen ans Licht. Meine Bücher beginnen immer mit dem Zuhören. Es gibt wohl nichts, was mich glücklicher macht, als Menschen zu interviewen. Das sind zutiefst menschliche Momente, mit einem Austausch über Generationen, über Erfahrungen, über Kontinente hinweg. Und plötzlich wirst du tief berührt von dem, was dir jemand erzählt, und verstehst seine Sichtweise, 70 Jahre später. 70 Jahre nachdem Indonesien seine Unabhängigkeit von den Niederlanden erklärt hat, macht sich David van Rijbroek auf die Reise. Er will Menschen treffen, zuhören, Erinnerungen an die Kolonialzeit zusammentragen. Gespräche mit über 200 Zeitzeugen. Dann beginnt der Prozess des Schreibens. Ganze 6 Jahre dauert das Projekt. Eigentlich würdest du erst mal die Sprache lernen, die Geschichte, dann die erste Reise machen, dann die zweite, mit Interviews beginnen, dann schreiben. Das wäre das logische Vorgehen, aber so läuft es nicht. Ich musste mich für das Indonesien-Buch so sehr beeilen. Ich hatte Zeitzeugen aus den 1920ern und 1930ern gefunden. Inzwischen ist mir klar geworden, dass ich bei vielen wirklich der Letzte war, der mit ihnen sprechen konnte. Ich wusste, wenn ich so weitermache, durch das ganze Archipel reise und in diesem Tempo weiterarbeite, werde ich niemals so alt werden wie meine Zeitzeugen. Indonesien. Sein Kampf um Freiheit hat die politische Landkarte der Welt für immer verändert. Am 17. August 1945 verließ Präsident Sukarno die Proklamasi, die Unabhängigkeitserklärung. Signalwirkung für die Kolonien Asiens und Afrikas. Sie alle kamen zur Bandung-Konferenz 1955. Die Forderung, eine gerechtere Weltordnung. Für Historiker Boni Chuyana hat van Rijbroek als einer der ersten die Schlüsselrolle Indonesiens für die Dekolonialisierung auf Papier gebracht. David hat uns einen neuen Blickwinkel, einen neuen Zugang zu unserer Geschichte eröffnet. Er verknüpft Indonesien mit der Weltgeschichte. Das Buch stärkt hoffentlich das Bewusstsein der Menschen dafür. Durch Davids Arbeit werden die Menschen stolz darauf sein, dass Indonesien bei der Gestaltung einer neuen Welt eine wichtige Rolle gespielt hat. Van Rijbroek ist international unterwegs, das Notizbuch immer parat. Doch wann immer möglich kehrt er in seine Heimatstadt Brügge zurück. In diesem Jahr erhält er die Goethe-Medaille für seine Beiträge zum politischen Diskurs. Für seine 81-jährige Mutter jedoch kein Grund zur Aufregung. Er hat schon viele Preise gewonnen, aber ich bin vor allem stolz auf ihn, weil er so einen guten Charakter hat. David bleibt sich selbst treu. Nicht von oben herab, bleibt bescheiden, freundlich, zurückhaltend und sozial. Eine wilde Wiese hinterm Haus. Van Rijbroeks Lieblingsort seiner Kindheit. Für ihn Symbol, was durch die Klimakrise auf dem Spiel steht. Für sein aktuelles Buch war van Rijbroek wieder unterwegs. 8 Wochen auf einem Containerschiff nach Kongo, um die Mechanismen der fossilen Industrie unter die Lupe zu nehmen. Brutale Eingriffe in die fragile Natur, die unseren Schutz dringend braucht. Wir betrachten die Zukunft heute so, wie wir früher Kontinente betrachtet haben. Was früher Kontinente waren, sind heute Jahrhunderte. Und wir glauben, dass das, was vor uns liegt, ein Selbstbedienungsladen ist. Ohne Rücksicht auf die Bedürfnisse der Menschen, die dort in Zukunft leben werden. Wir verhalten uns heute genauso wie im 18. Jahrhundert, als wir Afrika oder Südostasien ausgebeutet haben, als würde dort niemand leben. Eine treue Mitstreiterin an seiner Seite, Hadja Labib. Mit ihr moderierte er eine Kultursendung und setzt sich für Klimaschutz ein. Für Labib unerlässlich, um die Welt vor Krisen und Konflikten zu schützen.
Die ehemalige Journalistin ist jetzt EU-Kommissarin für Gleichberechtigung und Krisenmanagement. David van Rijbroek ist bis heute ein guter Freund, enger Berater und kritischer Impulsgeber. Für mich ist David einer der einflussreichsten Denker unserer Zeit. Ich finde es magisch, wie er als Aktivist nicht nur das System kritisiert, sondern auch Wege findet, es zu verbessern. Er gestaltet Debatten und treibt die Dinge voran. Lasst uns einen Weg finden. Wir wissen, dass unsere Demokratie nicht perfekt ist. Wie können wir es besser machen? Mit seinem Projekt G1000 gibt er Impulse, Bürger zu direkter Beteiligung an der Demokratie zu ermächtigen, mit Signalwirkung weltweit. Hier in Eupen, Ostbelgien, wurde das nun Realität. David van Rijbroek holt die Bürger in die Verantwortung. Zurück zur Graswurzelpolitik. Ich bin überglücklich, dass ich die Goethe-Medaille nicht nur für meine Literatur, meine historischen Bücher erhalte, sondern auch für meinen Aktivismus für die Demokratie. Denn das ist einer der wichtigsten Kämpfe meines Lebens. Der Versuch, die Demokratie zu retten, bevor es zu spät ist. Diese Arbeit ist oft sehr viel schwieriger als das Schreiben. Schreiben ist komplex, aber man kann es alleine machen. Aber die Demokratie zu verbessern, sie zu stärken und widerstandsfähiger zu machen, das ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Wirklich zuhören, das ist David van Rijbroeks wirksamstes Instrument. Er bleibt ein Suchender, ein Mahnender, ein Verzweifelter, aber auch einer, der Hoffnung weckt.